Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen hier heute weiter an dem 997.1. Das letzte Mal haben wir so ein paar Kleinigkeiten gezeigt. Habe schon so ein paar Sachen vorbereitet. Wollte es eigentlich heute anfangen mit dem Zusammenbauen. So ein paar Sachen habe ich schon gemacht, wie man hier sehen kann. Kurbelwelle ist schon drin, Ölpumpe ist schon drin, Lager sind getauscht. Habe hier schon unsere Haarschaftpleuel dran gemacht, die es noch in Originallänge gibt. Also die haben jetzt auch Originallänge, wir haben die auch noch 1 mm kürzer für Verdichtung, damit man halt keine Fußdichtung braucht oder dickere Kopfdichtung oder so, aber anderes Thema. Wir wollen euch eigentlich nur noch mal eben einmal zeigen, was wir hier jetzt überhaupt eigentlich alles verändert haben und wie das hier überhaupt so abläuft bei so einer Revision, was wir da jetzt überhaupt genau machen. So ein paar Sachen haben wir schon gesehen, so ein paar Einblendungen müsste man auch sehen, von wegen hier Strahlerei und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, wir fangen hier direkt an. Also ne, das hier ist der Metzger-Motor, für die Leute, die es nicht wissen. Das ist jetzt wie gesagt 997 Turbo und habe jetzt hier im Prinzip gerade die ersten Schritte durch. Also wir haben als allererstes die Hauptlager reingemacht, Block einmal zusammengeschraubt, einmal Lager vermessen, ja, wie die Abnutzung der Lager ist, ob sie schon am Verschleiß sind oder ob man alle erneuern muss oder ob man es so lassen kann. Glücklicherweise konnte man alle so lassen, bis auf 2 Stück. 2 Stück waren an der Grenze, die haben wir auch getauscht. Ölpumpe war nicht offen, Ölpumpe hat nämlich nie Probleme gemacht. Von der optischen Beurteilung her sieht die auch eigentlich völlig in Ordnung aus. Normalerweise sieht man das immer schnell, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera gut erkennen kann. Das ist ja quasi eine Sternpumpe, eine Verdrängungspumpe. Und man sieht halt ganz genau normalerweise, wenn da was dran schlecht ist an der Pumpe, hat die normalerweise ja, so wie so Impacts, also Schläge, Beschädigungen an den Flügelrädern und dann würde ich sie natürlich sofort aufmachen. Da der Motor aber keinen Motorschaden hatte und das auch nie bemängelt hat, habe ich sie zugelassen. So, das wäre im Prinzip das Thema. Ne? Dann kommen hier als allererstes die Zugankerschrauben rein. Das ist ganz wichtig. Der Block liegt ja später, ne, wenn die andere Blockhälfte drauf ist, ist das hier oben. Liegt das unten und das Öl steht ja relativ weit hier drin. So, und dass man das quasi vorbeugt, dass eine Undichtigkeit ist und durch diese Zugankerschrauben was rauskommt. Wenn man hier nämlich von unten guckt, ne? Hier unten gucken die Schraubenköpfe raus, da sind ja auch nochmal Dichtungen dran. Die kommen hier als ersten Schritt immer mit rein. Und ja, nächster Schritt wäre quasi Deckel zukleben. Wollen euch das natürlich aber vorher einmal zeigen. Und ja, sonst wie man hier sehen kann, ich habe das hier einmal schon alles aufgebaut. Ne? Fängt hier vorne mit an, mit den ganzen neuen Dichtungen. Ja, das ganze Wasserkreislauf kommen immer alle Dichtungen einmal neu. Über die Zeit, die werden halt einfach hart. Ne? Und vor allem sind sie so zusammengedrückt, dass sie halt nicht mehr rund sind, sondern platt. Und das ist natürlich klar, ne? Dann kann der Dichtring nicht mehr abdichten, wenn von oben was drauf drückt. Der kann sich halt nicht gleichmäßig verteilen an der Oberfläche und dann läuft das Wasser raus. Genauso wie wir chromatieren ja immer einmal alles. Ne? Alte Teile werden immer ersetzt oder neu chromatiert und wiederverwendet. Genauso wie hier die ganzen Zugankerschrauben. Einmal schon mal alle Dichtungen erneuert, alles schon mal eingeölt, damit später die Gummis da auch gut drüber rutschen und man nichts beschädigt. Genauso wie hier haben wir die ganzen Zylinder schon einmal alle rausgenommen. Ich habe die Dichtfläche einmal geprüft mit dem Haarlineal. Dichtfläche ist aber 1A, also wir haben es mit Absicht extra nicht geplant. Braucht man bei den Porsche-Teilen glücklicherweise auch nicht, weil sie sich nicht so doll verziehen. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel vom Golf, wenn man jetzt MQB, ne, EA888 Gen 3, so einen Motor baut, ne, hat den einmal gebaut, baut den einmal auseinander und man löst den Kopf, ist der Kopf danach immer krumm, weil das Material halt einfach nicht dafür gemacht ist und durch die Wärme verzieht sich das alles und ja. Glücklicherweise, Porsche hat aber sehr gutes Material, muss man nicht machen. Wenn wir jetzt unsere spezielle Ringkopfdichtung, unsere Firing Head Gasket installieren, mit so Metallschneidring, da müsste man alles planen und so weiter und so fort und auf neues Maß bringen, müssen wir hier aber zum Glück nicht. So, das hier sind einmal Buchsen, ich weiß nicht, wie gut man das auf der Kamera erkennen kann, die sind einmal komplett neu geholt worden. Die wurden natürlich auch vorher einmal vermessen, wie ist der Verschleiß da, sind sie schon zu abgenutzt oder nicht. Die sind aber voll im Rahmen gewesen, deswegen haben wir sie einmal neu geholt, dass einmal die Beschichtung wie neu ist. Ne? Buchse einmal ringsrum gefettet, neue O-Ringe drin. Die werden nämlich gerne super schnell hart, genauso wie die hier im Wasserkasten. Ich weiß nicht, wie gut man das natürlich erkennen kann, da unten drin. Das Problem ist, wenn diese Gummis hart werden, sacken die Buchsen ab. Das sieht man leider schlecht, aber hier ist so ein leichter Überstand. Die Buchse ist nicht plan mit dem Wasserkasten. So, wenn die Buchse natürlich über Zeit absinkt, weil die Gummis hart werden, hat man halt das Problem, dass die Kopfdichtung halt ja, nach unten keinen Druck mehr hat auf die Buchse. Die sackt natürlich ab, dann ist keine Vorspannung mehr auf der Kopfdichtung und dann pustet das irgendwo raus und hat man natürlich sofort einen Kopfdichtungsschaden. Wäre natürlich fatal, gerade jetzt bei so einer Motorrevision einmal alles gemacht. Dann hat man also ein paar Euro gespart und so ein paar Dichtringe und macht das Ganze alles nochmal. Das wäre natürlich mehr als ärgerlich und für uns natürlich scheiße. Wir müssen natürlich die Garantie und Gewährleistung tragen, also müssen wir den ganzen Scheiß normal machen. Also von Anfang an immer vernünftig machen und kein Theater haben. So. Das zu dem Thema dazu. Dann Kolben.
Kolben haben wir auch einmal alle gecheckt. Kolben sehen aber gut aus. Kolben sind einmal gestrahlt worden. Ich habe einmal schon mal alles eingeölt und vorbereitet. Habe einmal die Freigängigkeit der Kolbenbolzen geprüft. Die sind nämlich gerne mal krumm, wenn die Autos schon vorher mit Software gefahren sind. Durch das erhöhte Drehmoment verbiegen die sich natürlich ganz leicht. Dann sind die super schwergängig, gehen nicht mehr rein und raus. Und später läuft man natürlich Gefahr, wenn man sowas wieder einbaut, dass der Kolbenbolzen sich verklemmt und das Pleuel permanent auf dem Bolzen dreht. Normalerweise möchte man, dass der Bolzen sich ja auch ein bisschen bewegt, ne, weil wenn er fester drauf ist, wird natürlich die Reibung zu groß werden. Deswegen kann sich das so beides mitdrehen und ja, so, das zu dem Thema. Das ist auch durch. So, dann hier Block, wie man sehen kann, einmal alle Lager rein, einmal alles eingefettet, Dichtfläche ist sauber gemacht worden. Ja, einmal alles vorbereitet, Nebenwellenlager immer neu, die sind nämlich immer beschädigt bei den Fahrzeugen. Liegt daran, weil die Blöcke nie zu 100% gleich sind und weil die durch die Nebenwelle hier angetrieben werden. Wenn man sich das hier mal anguckt, das hier ist die Nebenwelle, ne? Hier, das hier ist der Antrieb davon. Kann das sein, dass die sich so ein bisschen da drin verspannt und arbeitet. Deswegen hat man hier vorne schon so ein bewegliches Schiebestück reingemacht. Reicht aber meistens nicht aus. Wenn das halt sich ein bisschen anfängt zu arbeiten, haben die Lager mal ganz doll außen halt Abnutzung. Ist halt meistens vom Guss des Blocks oder weil es nicht ganz schön gebohrt ist. Hat man ab und zu immer mal. Wie gesagt, Nebenwellenlager sind eigentlich immer hin. Bei den Hauptlagern ist das relativ selten. Die kann man eigentlich super lange fahren. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal für einen Kunden einen Motor überholt. Der hatte 300.000 gelaufen, 997 Turbo. Die waren alle so gut, die hätten wir alle weiter benutzen können. Haben wir damals aber neu gemacht, weil wir gesagt haben, bei 300.000 macht man einmal alles neu und dann ist auch gut. So, gehen wir mal hier rüber zu den anderen Sachen. Wir hatten ja auch davon gesprochen, zum Beispiel Nockenwelle. Hier Nockenwelle, das Verstiften. Das Problem bei der Nockenwelle ist, man sieht diese Hülse. Die Hülse verdreht sich und dann schließen sich diese Löcher. Ich hoffe, man kann da jetzt irgendwie durchgucken durch das untere Loch. Ja, naja. So, also, wir haben uns extra ein Spezialwerkzeug dafür gebaut, um diese Hülsen hin und her zu drehen. Ich habe mir extra mal wie so einen Pin fräsen lassen. Den kann man optimal dann von dem einen Loch durch das andere Loch durchstecken. Man verdreht so lange die Hülse, bis der Pin durchpasst und dann verstifte ich die. So, da braucht man einen speziellen Gewindeschneider für. Das Zeug ist super hart, der bricht sonst immer sofort ab. Dann mache ich die fertig, verstifte die, Thema durch. So, Nockenwellen auf beiden Seiten gerettet. Problem ist, ich glaube, das habe ich im ersten Teil schon gesagt, wenn sich die Hülse verdreht, kann der Öldruck hier nicht mehr durchgehen. Ne? Dann sind diese Löcher quasi verschlossen und das sind die Bohrungen, die zum Nockenwellenversteller gehen. Ja, und wenn der natürlich kein Öl bekommt, keinen Öldruck, kann er nicht verstellen. Ohne Nockenwellenverstellung fährt das Auto scheiße bis gar nicht. So, dann haben wir hier auch ein großes Thema, vergessen viele Leute. Das Auto hat eine Unterdruckpumpe. Das hier ist die Ölabsaugpumpe. Die sitzt normalerweise, was haben wir hier? Ne, das ist ein 4 Liter Sauger. Grob gesagt sitzt sie ungefähr hier, da wo sonst die Nockenwellen. Ach, warte mal, wir haben hier haben wir Motor. Hier ist noch was Offenes. So, das ist jetzt zwar ein 996 Turbo für 1000 PS. Ja, wie man sehen kann, uns gehen die Ständer hier aus, deswegen wird hier auch noch was parallel gebaut. Also, normalerweise sitzt die Pumpe hier, da sitzt sie so drin. Die wird von der Nockenwelle angetrieben, der sitzt hinten auf dem Rad eine Verzahnung drauf, die greift da ein und treibt dementsprechend dann die Pumpe hier an. Ja, die dreht sich immer so schlecht, weil das möchte versuchen, Unterdruck zu machen, die Pumpe. So, das Problem ist aber, diese Unterdruckpumpe, die wird, wie soll ich das erklären, die läuft nicht richtig ein, sondern, ich will auch nicht sagen, die gammelt fest, ist schwer zu sagen. Die wird immer schwergängiger auf jeden Fall mit der Zeit. Dann blockiert das vorne. Wenn man dann zum Beispiel mal den Motor starten möchte und das dreht sich nicht schnell genug mit, bricht das Gussteil an der Kurbelwelle ab, quasi diese Unterlegscheibe, die dann vor dem Zahnrad sitzt. Das fällt natürlich alles praktischerweise in den Motor rein und damit hat man einen wirtschaftlichen Totalschaden so gesehen, weil Motor muss einmal komplett auseinandergebaut werden. Der Motor ist zum Glück ein Freiläufer. Wäre es jetzt kein Freiläufer, würde natürlich sofort alle Ventile aussetzen, die wären alle krumm. Das heißt, für uns gehört das immer dazu, Unterdruckpumpe wird einmal auseinandergebaut, wird einmal voll überholt. Auch wichtiges Thema, hier unten diesen Anschluss, immer wieder neu machen, immer einmal rausmachen, einmal komplett trocken, entfetten und einmal neu verkleben. Normalerweise, wenn an dem Auto mal gearbeitet wird von unten drunter, muss man immer mal an diese Hauptölleitung dran, die quasi von der Seite darüber läuft und geht dann hier hoch zum Öltank. Wenn man da einmal dran gearbeitet hat, lösen die meisten aus Versehen diesen Alu-Dichtring. Sobald dieser Dichtring einmal gelöst ist, läuft das natürlich 100 Jahre lang da raus, man bekommt das nie wieder dicht. Das heißt, man hat hier unten immer alles verschmockt an der ganzen Pumpe. Das ganze Öl sammelt sich hier und natürlich durch das Fahren auf der Straße wird der ganze Dreck aufgewirbelt, das setzt sich daran ab und dann hast du überall Siff und im schlimmsten Fall kommst du durch den TÜV nicht durch, wegen so einer Kleinigkeit. Wäre natürlich super ärgerlich. Also Unterdruckpumpe muss auch immer erholt werden. Gibt es auch für größere Leistungsstufen, für Motoren, die höher drehen, haben wir ein Delete-Kit.
Da wird die Pumpe quasi weggebaut und wir holen uns den ganzen Unterdruck später aus der Ansaugbrücke, so wie es beim 996 funktioniert. Wenn man bremst, ist klar, Drosselklappe geht zu, Unterdruck entsteht in der Ansaugbrücke und man kann den Unterdruck davon benutzen für den Bremskraftverstärker. Da man ja bei Vollgas in der Regel nicht auf die Bremse tritt, ist das ja auch kein Problem. So, das Thema hier. Dann hatte ich das letzte Mal auch schon gezeigt, ne, die Anschlüsse, die rausfallen. Hier ist er jetzt einmal fertig, einmal frisch verklebt, einmal alle poliert, einmal gesandstrahlt, neue Dichtringe überall drauf, fertig. Genauso wie innen drin schleife ich auch einmal aus, damit die Oberfläche wieder schön glatt ist. Meistens läuft da auch ein bisschen Wasser zwischen, korrodiert, wenn die Oberfläche ja, zu rau oder ja, von dem Rost zu doll angegriffen ist, dichtet der O-Ring auch nicht mehr ab. Also das wird natürlich genauso gemacht. So, jetzt haben wir das hier schon mal durch. Ne? Hier Thema Wasserpumpenkonsole, hier ist das gleiche, Anschlüsse einmal neu. Ganze Pumpe einmal auseinandergebaut, einmal gestrahlt, einmal voll überholt. Wasserpumpe einmal gecheckt, ob das Lager noch in Ordnung ist, funktioniert aber alles. Alle Dichtungen einmal getauscht, fertig. Das ist das nächste Wasserthema. Unsere Wasseranschlüsse aus Edelstahl. Normalerweise sind die aus Plastik. Hier vorne sind die zu dünn gegossen, die werden hart über die Zeit, weil der Weichmacher rausgeht. Die Dinger brechen und das ganze Wasser läuft auf. Katastrophe, eine riesen Scheißarbeit. Deswegen immer, wenn wir eine Motorrevision machen, gibt es ja verschiedene Pakete, aber ab Paket 1 gehört dieses Wassersystem immer mit dazu, damit man immer ohne Probleme fahren kann und sich niemals Gedanken machen muss um so einen Quatsch. So, da dieses Auto oder dieses Fahrzeug ja auch eine Leistungssteigerung bekommt, kommt der natürlich halt auch noch viele Sachen, die es sowieso nur bei uns gibt. So. Der hat jetzt hier einmal CNC gefräste Köpfe bekommen mit einer kompletten Überholung. Einmal Ventilschaftdichtung neu, einmal komplett auseinander. Ventilfedern sind immer noch die Originalen, reicht auch völlig aus für die Leistung. So viel Ladedruck werden wir nicht fahren. Ventile sind auch die gleichen, sind natürlich nur einmal geschliffen und poliert, ne, wie man hier sieht. Klar, Ventil kann ich jetzt schlecht ausbauen, aber ich glaube, wir haben ein paar Aufnahmen gemacht, da wird man das drauf sehen. Ja, sonst die CNC-Kanalbearbeitung für mehr Durchsatz, macht schon deutlich Sinn. Braucht man noch nicht schärfere Nockenwellen, das heißt, das Laufverhalten des Motors fühlt sich genauso an wie vorher und man schafft trotzdem seine Leistung. Geht aber natürlich nur bis zu einem gewissen Maß. Also man kann jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt einfach nur CNC-Köpfe und mache jetzt hier Ladedruck drauf, ohne Ende wird man die 1000 PS nicht erreichen. Funktioniert nicht. Also da braucht man mindestens Nockenwellen für und noch ganz viele andere Sachen, damit das auch lange funktioniert. So, dann, da wir deutlich mehr Ladedruck fahren als vorher, als Serie und natürlich halt auch mehr Leistung fahren wollen, muss der Kopf natürlich auch unten bleiben. So, in diesem Schritt benutzen wir einfach ARP-Stehbolzen. Ganz simpel, kennt wahrscheinlich jeder. Für die kleineren Umbauten reicht das völlig aus. Wenn wir jetzt natürlich mehr als 1000 PS machen oder 1000 PS, kommen natürlich unsere eigenen Produkte zum Einsatz. Wir können es aber nicht billiger herstellen, als wenn wir es von ARP kaufen für die kleinen Pakete. Daher wird in den kleinen Motoren sowas verwendet. Ja, dann würde ich sagen, ich fange jetzt hier mal an mit dem Zusammenbau. Wir stellen noch eine GoPro auf, dann könnt ihr das ein bisschen verfolgen und dann sage ich jetzt mal bis gleich.